Künstliche Intelligenz oder in cool AI ist momentan ein sehr lukrativer Markt. Sag einfach, du baust AI-Chips und deine Aktienkurse machen den Nvidia-Move. Sag, du pflanzt AI in dein ansonsten schlechteres Produkt und schon sind alle hyped. Und das zieht auch einen Haufen Leute an, die eigentlich gar kein richtiges Produkt haben. Euch oder Investoren aber dennoch ein Produkt verkaufen wollen. Erinnert ein bisschen an die Zeit der NFTs und Kryptowährung, ha? Foreshadowing. Der Rabbit R1 soll ein AI-Device sein, das uns durch den Alltag begleitet. Es ist sein eigenes Gerät, das wir mit uns rumtragen sollen, das einen Bildschirm und AI-Integration hat. Es klingt irgendwie alles ein bisschen wie ein Smartphone, oder? Aber ihr braucht gar kein Smartphone mehr. Faszinierend, oder? Wow! Es soll für euch planen können, eure Fragen beantworten können und wie ein AI-Agent mit all euren wichtigen Accounts umgehen können. Stellt euch eine fertige, gut integrierte künstliche Intelligenz wie Gemini mit allem vor, was ihr euch wünscht. Genau so wurde es beworben. A revolutionary new foundation model and a groundbreaking consumer mobile device powered by it. Ein neues AI-Model, sogar ein neues Foundation-Model, also was ganz eigenes, so wie Llama, GPT-4 oder Gemini. Das alles soll das LAM sein, über das LAM auch erreicht werden. Und das LAM ist das Large Action Model. Es soll auf Robotikforschung basieren und sehr explizit darauf trainiert sein, Aktionen durchzuführen. Also gar nicht mal unbedingt Fragen zu beantworten, sondern wirklich nur durchführen, machen. Or LAM, as we call it. It is new foundational model that understands and executes human intentions on computers. Der Gedanke an sich ist aber auch tatsächlich gar nicht so schlecht. Also get things done, anstatt nur mit ChatGPT zu chatten. Das wollen wir ja alle irgendwie. Quasi Siri oder der Assistant auf Steroiden. Und dazu bewerben sie das Rabbit OS, das das LAM als Kern hat. It is built for real-time interactions between you and the rabbit, powered by LAM. Ein ganz eigenes Betriebssystem soll das Ganze sein für ein mobiles Gerät, also genau genommen dieses mobile Gerät. Allerdings ist das Ganze so schlecht, dass MKBHD das Gerät als barely reviewable bezeichnet hat. Ich will in diesem Video aber das Gerät auch überhaupt nicht reviewen, sondern euch zeigen, wie waschechte Scammer mit ein paar einfachen Tricks und gutem Marketing so tun, als hätten sie etwas brandneues geschaffen. Das Video war übrigens ein Wunschvideo von euch, das ihr mir geschickt habt. An der Stelle deswegen nochmal vielen, vielen lieben Dank für die ganzen Ideen und Vorschläge, die immer wieder kommen. Macht damit auf jeden Fall gerne weiter. Also, hier fängt die ganze Sache an. Der Hauptkritikpunkt der Nutzer war, warum brauche ich denn ein komplett neues Gerät für $199, das ich auch noch mit mir rumschleppen muss, wenn ich eigentlich alles mit meinem Smartphone machen könnte, das ich auch immer mit rumschleppen muss. Im Grunde genommen ist das also eine größere Debatte. Wir alle haben schon ein oder sogar mehrere Geräte in der Tasche bzw. am Handgelenk. Könnte das ganze Ding nicht einfach eine App sein? Who played the role Oppenheimer in Christopher Nolan's latest movies? In Christopher Nolan's most recent film, Oppenheimer, the role of J. Robert Oppenheimer is played by Cillian Murphy. Wer spielte die Rolle von Oppenheimer in dem gleichnamigen Film von Christopher Nolan? Cillian Murphy spielte die Rolle von J. Robert Oppenheimer in dem Film Oppenheimer von Christopher Nolan. Seht ihr? Und dennoch wurden im ersten Quartal bereits über 100.000 Einheiten vom Rabbit R1 verkauft. Das sind grob $20 Millionen im ersten Quartal. Ich mag Moneten. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass der Rabbit R1 tatsächlich sogar wirklich eine App war, also buchstäblich. Das Gerät selbst basiert nämlich auf Android, das eigentlich im Hintergrund läuft. Es wurde so gemoddet und angepasst, dass die Launcher-App die Rabbit-App ist. How tall is the tallest building in the world? Let me see what I can find. The height of the tallest building in the world is 2,717 feet. Die Launcher-App steuert im Endeffekt bei jedem Android, was gestartet wird, wenn das ganze Gerät sich startet. Und ja, es war eine ganz stinknormale APK-Datei, das Format, das wirklich jede einzelne Android-App hat. Michal Rahman von Android Authority hat diese Rabbit-App tatsächlich auch auf einem Google Pixel 6a zum Laufen gebracht. Zu dem Zeitpunkt war also der Rabbit R1 ungefähr so etwas wie ein tragbarer Voice Assistant. Nur ein bisschen schlechter. Nachdem also raus war, dass Rabbit OS gar kein wirkliches Betriebssystem war, sondern eine einfache Android-App, musste die Firma was richtigstellen. Denn das eigentliche Rabbit OS, sagen sie, läuft gar nicht lokal. Es läuft in der Cloud. Außerdem unterstütze man generell gar keine Third-Party-Variante des Rabbit R1. Das sei an. Also, hier
hier fängt die ganze Sache an. Unsicher. Guck mal, noch mehr Foreshadowing. Das mit der Cloud war aber trotzdem ein cleverer Move, denn was bei denen in der Cloud läuft, das können wir als User ja gar nicht überprüfen. Aber warum kauft man denn dann eigentlich die Hardware, wenn es doch eh nur eine App ist? Und natürlich gilt diese Debatte nicht für jeden Anbieter, weshalb ich euch heute einen ganz besonderen Partner vorstellen darf. Ich, also Morpheus, veranstalte gemeinsam mit Audi eine neue Coding Challenge. Das trifft jetzt natürlich vor allem die ITler unter euch. Dazu bin ich aber als Teil des Audi-Teams online und vor Ort auf dem Formula Student Austria Event am Red Bull Ring in Österreich am 23. und 24. Juli. Hier entwickeln Studenten neue Formelfahrzeuge, mit denen sie dann in verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten. Und Audi sucht dort Nachwuchs, der sich für die Digitalisierung und Software in Fahrzeugen und Audi-Werken interessiert. Ja, ein Auto ist mittlerweile auch ein riesiges Softwareprojekt. Solltet ihr also Interesse haben, könnt ihr super gerne vorbeikommen. Alle Infos dazu findet ihr in der Beschreibung. Falls das aber nicht geht, veranstalte ich auf dem Kanal The Morpheus Tutorials, also auch meinem anderen Kanal, einen Livestream, wo ihr selbst mit den Teilnehmern vor Ort die Challenges lösen könnt. Schafft ihr alle Challenges an beiden Tagen in jeweils unter einer Stunde, habt ihr direkt die Möglichkeit, euch vor Ort und auch online als Interessent bei Audi anzumelden. So könnt ihr vielleicht schon bald an der Zukunft des Automobils mitwirken. Ich bin extrem gespannt, was ihr sagt. Ich freue mich riesig auf dieses Event. Auch wenn es nicht unbedingt um AI geht, ist das natürlich auch bei der Software von Autos ein immer größeres Thema und auch ein immer wichtigeres Thema. Und natürlich braucht man dazu auch wirklich ein externes Gerät, wenn man so will. Na gut, also wenn wir hier bei dem Rabbit ein paar Kinderkrankheiten loswerden, vielleicht hat er ja dann doch eine Daseinsberechtigung. Wie etwa die Kameras bei den neuen AirPods, die kommen sollen. Das ist ziemlich creepy, wenn jeder Kameras im Ohr hat, aber dafür kann ich an meinem Ohr dann rumfuchteln und dadurch die Musik lauter machen, zum Beispiel. Für alle, die mit Ironie strugglen, ja, das war durchaus Ironie. Im Grunde wollten wir so ein AI-Device ja eigentlich schon sehr, sehr lange, wenn auch eigentlich als App. Könnte ich über Sprachbefehle mein Abendessen bestellen, Termine absagen oder überprüfen, ob in meinem Essen widerliche Milch enthalten ist, wäre das für mich natürlich 10 von 10. Der Assistant kriegt es grundsätzlich aber einfach nicht mal richtig hin, Licht anzumachen, das ich sogar absichtlich damit verknüpft habe. Schalte das Licht im Büro ein. Das Large Action Model soll das können, indem es andere Android-Apps bzw. Websites analysiert und versteht, wo es überhaupt draufklicken muss. Im Grunde also wirklich wie ein AI-Agent. Wie funktioniert also dieses Large Action Model? Welche KI steckt eigentlich dahinter, die so unfassbar wichtig sein soll? Tja, so klar wurde das nicht kommuniziert. Und mittlerweile ist auch klar, warum. Im Juni, also letzten Monat, wurde Rabbit gehackt. Und ratet mal, was alles gestohlen wurde. Ich wiederhole, alle Chatverläufe aller Kunden jemals wurden gestohlen. So viel also zum Thema Sicherheit. This is fine. Davon habe ich in meinem Newsletter übrigens auch schon geschrieben. Das war ein subtiler Aufruf, den zu abonnieren. Der Newsletter ist mittlerweile mein Go-To für die IT-Trends geworden. Einmal wöchentlich gibt es da einmal alles, was so passiert ist, was ich spannend finde und was ihr dringend nicht verpassen dürft. Ganz ohne Abo-Box und ohne Algorithmus, der für euch irgendwas vorfiltert, was eigentlich wirklich für euch interessant sein könnte. Also schaut auf jeden Fall super gerne dort vorbei. Aber, um wieder zurück zum Rabbit zu kommen, es wurden nicht nur die Nutzerdaten alle gestohlen, sondern auch die API-Schlüssel von Rabbit selbst. Die übrigens fest im Code drin standen. Null abgesichert, als hätte man einen Praktikanten den Code schreiben lassen. Selbst wenn man ChatGPT den Code schreiben lässt, lagert es die Schlüssel in Umgebungsvariablen aus. Und das wurde beim Rabbit nicht gemacht. I'm okay with the events that are unfolding currently. Sorry, der Rant musste kurz raus. Aber darunter waren sehr interessante Schlüssel und zwar sogar gleich 4 Stück. Der erste war für 11 Labs. Das hatte ich euch schon mal gezeigt und das produziert aus Text die gesprochene Sprache, die beim Rabbit im Einsatz ist. Das wird ganz gerne von Scammern benutzt, um ihre Opfer am Telefon zu betrügen. Oh, und von YouTubern, ist aber an sich natürlich eine beeindruckende Software. Damit kann man auch ziemlich gut Stimmen fälschen. Mit nur wenigen Minuten Beispieldaten einer Stimme. Aber wichtig hierbei, das wird natürlich nicht von Rabbit entwickelt, sondern von einer anderen Firma. Rabbit macht hier also genau das, was jeder kann und lässt programmatisch gesprochene Sprache aus Text erzeugen. Das ist ein Aufruf, keine KI. Play Craftworks Pocket Calculator.
Playing Pocket Calculator by Craftwork for You. Der Teil war also definitiv nicht von ihm. Im Leak wurde außerdem ihr Yelp-Key geklaut, um Reviews anzuschauen und Google Maps für die Ortung. Und es wurde ihr Azure-Key gestohlen für ein altes Speech-to-Text-System. Azure ist die Microsoft Cloud und über die Microsoft Cloud kann man wirklich sehr, sehr viel machen. Auch KI-Systeme wie ChatGPT verwenden. Das wäre ja, sie nutzen ChatGPT. Nicht ausschließlich, wie man vielleicht erwarten würde, sondern sie nutzen für die Browsing-Funktion Perplexity AI und für alles andere ChatGPT. Und das, obwohl sie felsenfest behaupten, dass das Produkt nicht ChatGPT sein soll. Sie behaupten sogar, es sei alles schneller als bei ChatGPT selbst. The response speed is much faster than using some of the LLM assistant apps with web browsing, such as ChatGPT. Das Lustige ist, dass Perplexity Pro sogar etwas kostet und der Rabbit tatsächlich nur ein einziges Jahr gratis Perplexity Pro liefert. Danach müsste man in der Theorie dafür bezahlen. Auch wenn auf der Verkaufsseite von Rabbit felsenfest behauptet wird, dass es gar kein Abo gäbe. Perplexity Pro kostet übrigens volle 20 € pro Monat. Wenn man also seinen Perplexity Key einfach mitnehmen könnte, wäre das Abo sogar mehr wert als der Gesamtpreis des Rabbit. Ihr könnt euch also vorstellen, wie hochqualitativ daran also gearbeitet wurde, auch von der Hardware gesprochen. Oder dass man eventuell einfach darauf pokert, dass das Produkt vielleicht gar kein Jahr alt wird. Naja, alles Vermutung, ich weiß es nicht. Und was ChatGPT angeht, man kann, wenn man es als Teil von Programmcode aufruft, ChatGPT sagen, wie es sich zu verhalten hat. Ein Teil des Prompts, das hat Coffeezilla in seinem Video gezeigt, ist, dass der Rabbit R1 auf gar keinen Fall zeigen oder sagen darf, dass es ein Large Language Model von OpenAI ist. Part of Rabbit's prompt is, quote, I will never mention I am a large language model created by OpenAI. Oh, und als ChatGPT einen Ausfall hatte, ist der Rabbit R1 direkt mit ausgefallen. Gibt es den echten Zufall? Das scheint also schon ziemlich eindeutig zu sein. Also fassen wir nochmal kurz zusammen. Texte generieren, das macht ChatGPT. Die Websuche, das macht Perplexity. Gesprochene Sprache, das macht ElevenLabs. Bislang hat Rabbit noch nichts wirklich selbst gemacht, außer alles zusammenzuklatschen. Aber das Key-Feature waren ja vor allem die Actions. Das heißt, wenn ich sage, spiel Musik. Hier ist etwas Musik auf YouTube. Apache 207 Rollerprot bei Lucri und Syna. Dann spielt es Musik, die ich niemals hören würde. Und hier hat Coffeezilla mit den Leuten gesprochen, die den Rabbit reverse engineeren. Also herausfinden, was das Ding wirklich intern tut, indem sie es untersuchen. Sie hatten nicht ganz so erlaubten Zugriff, aber auf den extra sicheren internen Teil vom Rabbit, also das, was in der Cloud läuft. Rabbit nutzt also ein Tool, das nennt sich Playwright. Webentwickler stöhnen schon mal im Vorfeld. Playwright ist eine Software, die man nutzt, um Websites zu testen. Rabbit hat dann buchstäblich gesagt, wenn der Nutzer sagt, spiel Musik, dann klicke auf diesen Button. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn YouTube Music beispielsweise sein Interface ändert, wie so selten. Richtig, die Buttons ändern sich. Und wenn sich die Buttons ändern, dann würde eine AI verstehen, dass mein Supermix jetzt einfach ein bisschen weiter unten steht. Ein Playwright-Script hingegen, das spielt dann einfach trotzdem alles ab, was an derselben Stelle stand. Wie ein blinder Affe, der immer denselben Knopf drückt. Soweit so logisch. Das Problem ist, hier sehen wir den CEO von Rabbit, wie er behauptet, dass es tatsächlich AI wäre und straight up Dinge behauptet, die nicht stimmen. It doesn't really matter if a app completely revamped the UI. Got it. So when Spotify redoes its app and it moves podcasts from tabs and then it puts the tabs at the lower part or puts it in a hamburger drop down, it still knows that's the word podcast, and that's where you find podcasts inside of Spotify. Exactly, because the fundamental philosophy logic is that all these modern software are designed for human eyes to perceive the information, and they have to have a setting somewhere. Was eine Firma dann übrigens normalerweise so schnell wie möglich macht, wenn man gehackt wird und die API-Keys gestohlen werden, ist, diese API-Keys zurückzusetzen, damit man sie eben nicht mehr missbrauchen kann. Das hat auch nicht so gut geklappt. Es war sogar noch einige Zeit nach dem Leak möglich, im Namen von Rabbit E-Mails zu versenden. Als Administrator. Schlimmer geht's tatsächlich gar nicht mehr. Mehrere Tage lang wusste Rabbit von dem Angriff und hat nichts unternommen, weil sie wussten, dass dadurch der Rabbit R1 von allen Usern komplett nutzlos wird. Und solche Aussagen wie hier machen es eigentlich nur noch viel schlimmer. Hier fragt ein User, wie das LAM, das Large Action Model, eigentlich mit Captchas umgehen möchte. Der CEO, ja, das ist wirklich der CEO, verweigert dazu die Antwort
auf die wohl unfreundlichste Art, die ich je gesehen habe. Und ja, Captures sind tatsächlich ein Problem für den Rabbit R1. Der kann damit nicht umgehen. Das macht das Gerät auch so kaum reviewable, wie wirklich alle, die das Gerät reviewed haben, gezeigt haben. Aber lasst uns auch ganz kurz auf den Hintergrund der Firma schauen. In alten Clubhouse-Aufnahmen diskutiert Jesse Liu, der CEO von Rabbit, über das Gamma-Projekt. Gamma soll eine revolutionäre CO2-negative Kryptowährung für das Metaverse sein. Bei wem schlägt das Scam-Meter noch an? Und genau dafür haben sie wirklich unfassbare Investitionen erhalten. Dahinter steckt die Firma Cyber Manufacture Corporation. Das fand Emily Shepard auf X heraus. Interessanterweise kann ich euch ihren Post aber gar nicht mehr zeigen, weil sie auf X gebannt wurde. Ich vermute, dass sie gemeldet wurde, eventuell von den Hasen selber und tatsächlich deshalb gebannt wurde. Aber man kann das mit der Firma ja leicht überprüfen. Here you go. Gamma wollte was mit NFTs machen. Und wie wir alle wissen, waren NFTs damals schon schwierig und hauptsächlich Scammer haben sich in diesem Markt rumgetrieben. Gamma sollte ein Metaverse-Game sein, das man mit diesen NFTs spielen konnte. Du kaufst dir einen Charakter-NFT, zum Beispiel einen Koch, zahlst dann dafür und kannst dann als Koch spielen. Wow, much Spielspaß. Naja, Fun Fact, die Domain von der Quantum Engine, die damals das Projekt war, verlinkt sogar heute auf den Rabbit. Gebt mal quantum-engine.ai in den Browser ein, dann landet ihr beim Rabbit R1. Aus dem Projekt wurde nie wirklich was. Investorengelder sind verbrannt worden und sollten eigentlich rechtlich zurückgezahlt werden, wurden sie aber nie. So sagt CoffeeZilla. Warum erzähle ich euch also etwas, das ihr euch über mehrere Quellen woanders auch einfach holen könnt? Der einfache Grund ist erstmal, dass ich euch warnen möchte. Man kann den Rabbit R1 noch immer kaufen und die Review-Kultur, gerade auf Netzwerken wie TikTok oder auch YouTube, führt dazu, dass sich sehr, sehr viele das Teil kaufen, nur um es mal kurz in die Kamera zu halten und zu zeigen, wie schlecht es ist. Aber genau damit unterstützt man solche Projekte finanziell. Und um ehrlich zu sein, frage ich mich mittlerweile, wie viel des Umsatzes tatsächlich durch sowas kommt. Aber vor allem zeigt es uns, dass viele Projekte, die gerade gestartet werden, ganz ähnlich zu der NFT-Zeit eben auch nicht das sind, was sie behaupten. Wir haben Werbevideos von den tollsten Integrationen, die uns das Leben vereinfachen wollen, und die entpuppen sich leider immer öfters als, ich sag mal, nicht ganz so toll. So wie beispielsweise die neue macOS-App von OpenAI, zu der ich sogar ein Video machen wollte, die aber nur auf Mac erscheint. Die hört sich an sich toll an, aber es wurde bestätigt, dass alle Chatverläufe komplett unverschlüsselt an einem nicht gesicherten Ort auf eurem Rechner speichert. Also überhaupt nichts mit Private oder sicher. Das ist, by the way, nicht Apple Intelligence, sondern das ist die App von OpenAI. Und wer von euch erinnert sich noch an den Bing-Piraten, als man prompt über eine Webseite in den Copilot von Edge injizieren konnte? Dadurch sind alle User, die das Produkt zu Release nutzen wollten, grundsätzlich erstmal angreifbar geworden. Klar, das sind erstmal nur einzelne Bugs, die man beheben kann. Wie uns aber der Rabbit R1 zeigt, ist die Allgemeinheit extrem hungrig und einfach nicht mal bereit, auf ein gutes Projekt zu warten. Sondern es wird einfach alles genommen, was es so gibt und aufgesaugt, gekauft, ohne nachzudenken. Und das zwingt auch Player wie Google und Co. dazu, Features unfertig oder nicht zu Ende gedacht auf den Markt zu werfen und sie dann wieder zurückzunehmen. Gleichzeitig ruft das aber genau die Leute auf den Plan, die ein neues Produkt mit AI vermarkten wollen und können und es aber eigentlich nichts weiter ist als ein einfaches Skript, das im Hintergrund ChatGPT und ElevenLabs benutzt. Investoren sind gerade richtig hyped bei AI und ballern lächerlich viel Geld da rein, in der Hoffnung, irgendwann mal ein Unicorn zu finden, das wirklich was ist und mit dem sie dann richtig Geld machen. Aber genau deshalb kauft, investiert und nutzt nicht wahllos irgendwelche Tools, die ihr nicht zumindest mal vorher testen konntet. Bitte, der Markt wird jetzt dann so richtig explodieren mit Leuten, die euch alles andrehen. Was wir wieder viel mehr bräuchten, wären Projekte, die Vertrauen schaffen. Vor allem in AI, indem sie transparent sagen, was sie da eigentlich nutzen, etwa durch Open Source Software. Niemand wäre Rabbit böse gewesen, wenn sie gesagt hätten, was sie wirklich tun. Im Gegenteil, vielleicht hätte man sich gegenseitig sogar helfen können, aber dann wäre das Projekt wahrscheinlich eben keine $200 und schon gar kein Standalone-Device geworden. Schade. Bis zum nächsten Mal im Cyberspace.